Wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen zum hoffentlich großen Spektakel hier aus diesem Stadion. Beide Mannschaften haben sich eine Menge vorgenommen. Zu den Aufstellungen kann ich Ihnen bis jetzt noch nichts Genaues sagen. Das holen wir aber auf jeden Fall nach. Wir geben die Infos, sobald sie uns vorliegen, definitiv an Sie weiter. Wettertechnisch kann ich Ihnen mitteilen, dass das hier nicht ganz so gut aussieht. Im Verlaufe der Partie soll es noch anfangen. Vidal. Ja, schön gehalten. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Ah, das ist die kurze Variante. Er bringt ihn rein. Der Club hat zuletzt viel investiert, aber irgendwie, Hansi, geht mir die Geschlossenheit ab im Team. Würdest du das auch so beurteilen? Und jetzt zieht er ab. Lattentreffer. Ah, da fehlte nicht viel. Das war eine feine Leistung. Den hat er schön genommen. Mit etwas mehr Präzision kann das Ding auch reingehen. Philipp Coutinho. Will ihn da durchstecken. Sucht seinen Mitspieler. Und da ist der Ball. Ganz stark von Luis Suarez. Dieser Typ ist einfach nicht auszuschalten. Gerade der Anpfiff. Und er ist schon bei 100% und sorgt für die Führung. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Der FC Barcelona Geht mit diesem Treffer. Unterschied. Ein super Tor. Jetzt liegen sie mit 2 Toren vorn. Also so einfach hat das wirklich selten. Jeder Abwehrspieler auf dem Erdball weiß, was das hier für ein gefährlicher Spieler ist. Nur die da unten zuschauen, die haben das offensichtlich nicht mitbekommen. Und damit steht es 2:0. Also beim Stande von 1:0 war die Partie noch ziemlich offen, aber Er schießt Und sie setzen noch eins drauf. Was für ein Katapultstart. Sie haben den Ball erobert, sie haben genau so musst du einen Konter spielen. Der Hattrick ist perfekt. Vidal, klares Foulspiel. So, der Schiedsrichter holt ihn zu einem 4-Augen-Gespräch. Er kommt aber wohl mit einer Ermahnung nochmal davon. Er versucht's mit dem langen Pass, aber der muss präziser kommen. Hier ist Messi. Luis Suarez versucht den Pass da durch die Gasse. Rakitic. Er zieht ihn gefährlich. Sensationell. Das ist ein klasse Treffer. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Aus dieser Entfernung vor dem Tor, ganz allein, da konnte er nicht mehr vorbeischießen. Das war ja hart an der Grenze zum Blackout. Wie kann das denn sein, dass ein gegnerischer Angreifer so frei vor dem Kasten zum Abschluss kommt? Sie setzen hier noch einen drauf. Versucht die Gasse zu finden. Sucht die Lücke. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Und weg ist er. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Er hat die Lücke gesucht und ich bin mir ziemlich sicher, diese Lücke hat es nicht gegeben bei so vielen Beinen im Strafraum. Will ihn da durchstecken. Nee, da ist schon wieder Endstation. Philipp Coutinho. Sucht seinen Mitspieler. Ein Lupfer, ja warum denn nicht? Ab nach vorn und hoffen. Versucht den Pass da durch die Gasse.
Philippe Coutinho will ihn da durchstecken. Er hat den Luis Suarez. Er hätte hier nicht viel besser abschließen können. Rakitic. Und Treffer. Versenkt. Gott, die legen ja los, wie die, Sie wissen schon, diese mit den roten Autos. Das ist hier langsam ein Spiel zwischen Männern und Jungen. Vidal. Das ist schlitzohrig. Und er macht sich den, der ist drin. Also wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Heiliger Himmel, die werden hier ja regelrecht geschreddert. Das nenne ich mal einen Arbeitsnachweis. 4 Tore in einem Spiel. Spiel geht weiter mit Einwurf. Piqué haut den Ball erstmal weg. Das ist Luis Suarez. Ab auf die linke Seite. Jetzt ist Übersicht gefragt. Ragt nur noch der Keeper. Er hält drauf. Er sitzt. Was für ein Katapultstart. Also das Stadion wird schon so langsam leer, weil jeder weiß, das Ding hier, das ist sowas von durch. Und damit steht fest, Doppelpacker. Sucht die Lücke. Philippe Coutinho. Hat unglaublich viel Platz da draußen. Was macht er damit? Er zieht durch. Oh, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Gott, die legen ja los, wie die... Der Unparteiische bittet zur Pause. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. No, gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat. Das gibt Freistoß. Ja, gelb, überhaupt keine Frage. Wenn ich der Trainer wäre, dann würde ich ihm hinterher diese Situation 10-mal zur Strafe vorspielen und ihm immer wieder die Frage stellen, sag mal, was wolltest du da eigentlich? Luis Suarez. Roberto. Vidal. Luis Suarez. Luis Suarez. Rakitic. Piqué. Versucht es mit dem langen Schlag. Messi spielt den Ball. Er versucht's. Und Philippe Coutinho. Philippe Coutinho spielt den kurzen Ball. Ball kommt von Luis Suarez. Der Befreiungsschlag. Philippe Coutinho sucht seinen Mitspieler. Jetzt springt, das könnte er treffen. Was ist denn hier los? Das ist ja der Wahnsinn. Also das Stadion wird schon so langsam leer, weil jeder weiß, das Ding hier, das ist sowas von durch. Versucht den Pass da durch die Gasse. Flach. Jetzt ist er drin. Die werden hier komplett auseinandergenommen. Das tut einem als neutralem Beobachter ja regelrecht weh. Die werden auseinandergenommen und in ihre Einzelteile zerlegt.
Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Probiert. Lecco mio, der schlägt ja einmal Leberschwan. Na klar, der nächste Stich mitten rein. Heiliger Himmel, die werden hier ja regelrecht geschreddert. Vidal, da ist der Pass. Starker Pass und ab in Richtung Tor. Einfach mal rausgedroschen. Hier spielt sich eine Menge auf den Flügeln ab. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich schätze mal, sie wollen im Zentrum die Räume öffnen, in die sie dann hineinstoßen können. Stark reingegangen und alles mit fairen Mitteln. Luis Suarez. Nutzt den Raum auf dem Flügel da sehr gut. Er trifft ihn und drin ist er. Jawohl, immer drauf auf die 12. Also das Stadion wird schon so langsam leer, weil jeder weiß, das Ding hier, das ist sowas von durch. Mohamed Salah. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Jordi Alba. Er findet Philipp Coutinho. Luis Suarez. und weg ist er. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Luis Suarez. Ist in aussichtsreicher Position. Will ihn da durchstecken. Luis Suarez. Einfach nicht klein zu kriegen. Ah, toll aufgelegt. Er versucht, das ist das Tor des Jahres. Ich verspreche es euch. Das ist doch kein Fußball mehr. Das ist eine Vorführung. Das tut einem als neutralen Beobachter ja regelrecht weh. Die werden auseinandergenommen und in ihre Einzelteile zerlegt. Raus auf die linke Bahn. Schlauer Pass. Da ist die Möglichkeit. Den schickt er in die Wolken. Frei vor dem Tor, freier vor dem Tor. Am allerfreiesten vor dem Tor und er macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht. Messi. Luis Suarez. Versucht die Gasse zu finden. Rakitic hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Sucht seinen Mitspieler. Luis Suarez hat sich, allerdings hat es nicht dafür gereicht, auch abzuziehen. Mohamed Salah. Bockstarke Aktion. Er bringt die Flanke. Gefahr vorerst gebannt. Langer Abschlag vom Keeper. Das ist Luis Suarez. Luis Suarez Sucht die Lücke. Unglaublich viele Freiheiten da auf der Außenbahn. Er zieht in Richtung, schießt ihn drin, das Ding. Ach du lieber Gott, das kommt alles noch schlimmer. Das ist eine 5-Sterne-Demontage. Ich empfinde schon fast so etwas wie Mitleid. Und da ist der Schlusspfiff. Der Gegner nahm die vielen Einladungen zum Tore-Schießen dankbar an. Die Abwehr sah das ein oder andere Mal aber mal so richtig schlecht aus. Hansi, ich bin gespannt auf deine Zusammenfassung. Der Gegner hat die richtige Strategie gewählt. Er hat relativ hoch verteidigt und er hat mit dieser Strategie völlig richtig gelegen.
Bevor wir gleich nach Hause gehen, möchte ich mich noch bei Hansi Küpper für seine treffenden Analysen heute Abend bedanken. Immer wieder gern, Marco.
Willkommen, liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei sind. Die Rahmenbedingungen hier, die sind ideal. Der Platz in einem super Zustand, das Wetter da spielt, mal so richtig mit angenehmen Temperaturen. Blauer Himmel, die Sonne scheint und in Kürze, da soll auch die jeweilige Mannschaftsausstellung kommen. Und wie wir gehört haben, könnte es hier und da sogar eine personelle Überraschung geben. Geht es spektakulärer? Geht eine wirklich, nutzt du die Chance. Ein schräges Team irgendwie. In der Aufstellung finden es sich so tolle Namen, aber die Spieler harmonieren nicht miteinander. Woran mag das liegen? Na, die Spieler sind natürlich hochkarätig, überhaupt keine Frage. Die haben was drauf. Jetzt ist der Trainer gefordert, auf diesen Individualisten ein Funktion. Und jetzt zieht ab. Millimeter am Tor vorbei. Sie versuchen es in dieser Szene, man kann fast sagen, mit Gewalt, aber sie finden nicht den Weg ins Tor. João Mario. Ab auf die linke Seite. Mohamed Salah. Er hat ihn einfach stehen lassen. Vorstoß über rechts. Bin mal gespannt. Und die Flanke von Salah. Maldini haut den Ball erstmal weg. Einfach mal Langholz. Da kommt die Flanke. Der Befreiungsschlag. Da guckt er. Das ist ein super Torhüter. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Da ist der lange Pass, aber der wird nicht ankommen. João Mario. Keines der beiden Teams hat bisher einen Torerfolg zu verzeichnen. Er zieht in Richtung Tor. Das, wie stabil er da geblieben ist. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mbappé. Er zieht ihn. Mbappé. Und weg ist er. Ball ist draußen, Einwurf.
war so wichtig, ansonsten wäre er durch gewesen. Er wollte es alleine machen, er hätte es besser nicht allein gemacht. Benfica Lissabon bekommt den Freistoß. Das könnte durchaus eine Karte geben. Nee, der Unparteiische will nur ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Mohamed Salah. Und die Flanke von Mbappé! Guter Abschluss, aber es fehlt an Präzision. Benfica auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Mbappé! Schussgelegenheit. Der Pfosten rettet den Torwart. Chance auf Chance, doch das Tor fehlt. Das ist eine schlimme Form von Chancenwucher und Sie kennen die alte Fußballphrase. Wenn sich das am Ende mal nicht rächt. Direkt in den Fuß des Gegenspielers. Jetzt ist Übersicht gefragt. Joao Mario. Wir warten hier nach wie vor auf das erste Tor. Benfica Lissabon kann gerade so mit Hängen und Würgen das Schlimmste verhindern. Wunderbarer Einsatz, ein sensationelles Tackling und das in einer solchen Situation definitiv keine Selbstverständlichkeit. Ab auf die Flanke. Der kommt in ganz gefährliche Region. Und er ist zur Stelle. Ja, da hat er ihn erwischt. Klare Sache, das muss gelb geben. Den Ball weit rausgehauen. Mbappé. Er hat ihn einfach stehen lassen. Mbappé. Ja, der Treffer zählt. Fantastisch von Mbappé. Irgendwie sind sie nicht richtig auf Touren gekommen. Irgendwie haben sie einen Impuls gebraucht. Und er ist ein Spieler, der für diesen Impuls sorgen kann. Wieder einmal er, ganz wichtig fürs Team. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Barcelona geht in Führung 1:0. Die Reaktion auf diese Führung ist im Stadion zumindest deutlich zu hören. Das waren die ersten 45 Minuten. Die erste Hälfte ist vorbei. Wie ist deine Sicht auf diese Dinge? Die Führung ist natürlich verdient, aber so wie Sie hier die erste Halbzeit dominiert haben, so wie Sie sich die Chancen erarbeitet haben, müsste die Führung eigentlich viel höher sein. Barcelona geht mit dem 1:0 in die Pause. Das Spiel ist aber noch nicht gewonnen. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Ein einziges Tor macht hier bislang den Unterschied. Schöne, entschlossene Offensivaktion. Aber die Verteidigung hat gut aufgepasst. Ja, da wäre schon ein bisschen mehr. Er probiert es einfach. Nicht optimal, der Abschluss. Und dann suchen Sie den Abschluss aus dieser Distanz. Vielleicht hätten Sie versuchen sollen, diesen Angriff besser auszuspielen. Berardi am Ball. Rüber, nach rechts. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Sehr guter Spielzug auf der linken Bahn. Da könnte sich was entwickeln.
Er zieht in Richtung Tor. Und er ist immer noch am Ball. Rein in den... Jetzt der Abschluss. Ganz... ihn einfach stehen lassen. Da gab es einen Pfiff und ja, richtig, Freistoß. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Pastore. Das wird gefährlich. Nee, diesmal nicht. Ja, das war das Gebot der Sekunde. Man kann es ruhig mal aus der Distanz probieren. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne. Man sieht so etwas nicht mehr ganz so häufig im modernen Fußball, aber sie gehen das hier tatsächlich mit Manndeckung. Das ist das Berufsrisiko eines Torschützen. Wenn du triffst, dann kümmert sich der Gegner noch mal ein bisschen mehr um dich. Gefahr vorerst. Nimmt den Ball Volley. Er hat es nicht ganz geschafft. Okay, ein Abschluss war es, aber seien wir mal ehrlich, nicht so richtig vielversprechend. Der Torhüter haut ihn weit raus. Das war zu erwarten. Gute Arbeit der gegnerischen Verteidigung. Da tankt er sich durch. So jagt man heute den Ball. So müssen sie die Sache jetzt angehen. Immer mutig nach vorn. Das ist die richtige Devise. Das sehe ich ganz genauso. Silva. Flanke von David Silva. Der Befreiungsschlag. Schon läuft der Gegenangriff. Jetzt ist was möglich. Er schießt aufs Tor. Ein Monsterding, aber nicht platziert genug. Sie schalten nicht nur unglaublich schnell um, sie versuchen auch mit möglichst vielen Leuten nach vorn und vor den Ball zu kommen. An der Seitenlinie ist Betrieb und alles muss bei den Offiziellen seine Richtigkeit haben. Der Trainer wechselt ein weiteres Mal. Mal sehen, ob es diesmal was bringt. Und der kommt durch. Und weg ist er. Das ist die Riesen... Er bringt ihn. Das Ding haben sie liegen lassen. Sie bleiben in Führung und der Dank dafür geht an den eigenen Torhüter und nur an den. Kurze Ecke. Ein flacher Ball. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen. Vielleicht noch den Ausgleich zu... Die Chance.
Das war sie, die große Möglichkeit zum Ausgleich. Beim Spielaufbau, bei der Chancenerarbeitung, alles in Ordnung. Was nicht stimmt, das ist der Abschluss. Ja, die wissen ganz genau, der Gegner ist gefährlich bei hohen Flanken. Deswegen ziehen sie ihre Kräfte im Zentrum zusammen. Also sowas wie eine knackige Abwehrwand. Ja, definitiv, aber das hat natürlich auch den Nachteil, dass du an gewissen Orten des Spielfeldes halt personelle Unterlegenheit hast. Damit kannst du einen Gegner auch stark machen, so wie die spielen. Das wäre für mich eher die Strategie für die letzten Spielminuten. Er zieht in Richtung Tor. Er hält drauf. Das hätte das 2:0 sein müssen. Okay, sie führen immer noch, aber sie wären schon gut beraten, aus diesen Chancen mehr zu machen und die Führung auszubauen. Barcelona muss jetzt nur noch das Ergebnis über die Zeit bringen. Und er macht sich den Weg frei. Ein Blick auf die Uhr und sie wissen, wir haben nicht mehr lange Zeit. Aber vielleicht geht ja noch was. Da geht er alleine. Da kann er sich lösen. Er hat ihn einfach stehen lassen. Das kostet Kraft. Er trifft ihn. Ganz wichtig, dass er da noch rankommt. Okay, der Ball ist nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie das ein oder andere Mal so zum Abschluss kommen dürfen, dann machen sie ihn irgendwann rein. Einfach nach vorne geschlagen. Raus auf die linke Bahn. Die lassen überhaupt keine Räume zu. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Und weg ist er. Die Flanke geht zu lange. Mbappé! Ab auf die linke Seite. Der Schlusspfiff geht im Jubel der Zuschauer hier fast unter. Das Abwehrbollwerk hat dieses Spiel gewonnen. Für den Gegner gab es einfach kein Durchkommen. Ja, sie haben gut gearbeitet für dieses eine Tor und sie haben am Ende verdient gewonnen. Das war's von uns. Danke für deine treffenden Analysen, Hansi. Den Dank kann ich nur zurückgeben. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Rahmenbedingungen hier, die sind ideal. Der Platz in einem super Zustand. Das Wetter, das spielt
Mal so richtig mit angenehmen Temperaturen. Blauer Himmel, die Sonne scheint und in Kürze, da sollen auch die jeweiligen Mannschaftsaufstellungen kommen. Und wie wir gehört haben, könnte es hier und da sogar eine personelle Überraschung geben. Immer wieder Gänsehautmomente im Camp Nou. Die Partie hat schon begonnen. Er hat ihn einfach stehen lassen. Bockstarke Aktion. Da flankt, er steht in der Luft. Gutes Timing, gute Position, schlechte Umsetzung. Das ist seine Stärke, das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Der Club hat zuletzt viel investiert, aber irgendwie, Hansi, geht mir die Geschlossenheit ab im Team. Würdest du das auch so beurteilen? Hochkarätige Spieler kann man kaufen, eine funktionierende Mannschaft nicht. Und genau diese Erfahrung macht der Verein im Moment. Silva. Was der für einen Druck auf der linken Seite entwickelt. Silva. Flanke von David Silva. Der Befreiung. Mohamed Salah. Zu schwach dieser Schuss. Beide Teams sofort mit gutem Tempo und es hat auch schon eine Torchance gegeben. Und weg ist er. Hier kommt er herein. Jetzt der Abschluss. Am Tor vorbei. Das ist ganz bitter. Sie haben sich diese Chance wunderschön herausgearbeitet und sie haben sie großartig liegen lassen. Silva. Silva. Aufs Lang. Er faustet ihn raus. Er schießt aufs Tor. Nicht optimal, der Abschluss. Da haut er einfach mal drauf. Das hätte was werden können. Mbappé. Klasse, wie stabil er da geblieben ist. Einfach mal Langholz. Auch wenn hier noch kein Treffer gefallen ist, unterhaltsam finde ich es bisher schon. Also eins ist das Ganze hier ganz bestimmt nicht. Ein Highlight-Festival. Ich habe gerade mal 3 Torschüsse gezählt. Silva. Mbappé. Mbappé mit der Hereingabe. Rausgeschlagen. Gute Position. Die Schussgelegenheit. Er versucht's. Und da ist er. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir fehlen die Worte. Einfach klasse.
Neuer Spielstand 1:0. Sie müssen diesen Vorsprung jetzt allerdings auch noch über die Zeit bringen. Und das ist ein hartes Stück Arbeit. Er zieht in Richtung Tor. Er hat den Ball kontrolliert. Da ist die Jetzt ist er drin. Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Da haben Sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an, der Abschluss stimmt sowieso. Ein schön herausgespielter Treffer. Wir sind auf Remis-Kurs. Das ist die Strafe. Das kommt davon, wenn man sich beim Jubeln verausgabt. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Er hat ihn einfach stehen lassen. Und der kommt durch. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Mbappé! Mbappé! Gute Aktion des Torwarts. Mbappé hat da eigentlich alles richtig gemacht, aber das war einfach eine Riesenaktion vom Torwart. Rüber, nach rechts. Der Ball kommt flach herein. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Er hat die Lücke gesucht und ich bin mir ziemlich sicher, diese Lücke hat es nicht gegeben bei so vielen Beinen im Strafraum. Silva. Und weg ist er. Flanke von Stopp. Und der ist drin. Genau so haben sie es im Training einstudiert und genau so auch im Spiel umgesetzt. Sie haben in dieser Situation, warum auch immer, die Lufthoheit und sie nutzen sie aus. Ja, da ist sie, die Führung. Und nun ab in die Kabine. 2:1 der Spielstand. Wir haben Tore auf beiden Seiten gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass das im zweiten Durchgang so weitergeht. Und ich sage einfach mal, Ausgang dieser Partie völlig offen. Insgesamt 3-mal wurde hier gejubelt. 1:2 zum Pausentee. Der zweite Durchgang, der hat schon begonnen. Ja, das muss man schon abpfeifen. Sie müssen hier mehr machen. Es waren ja genug Leute im Strafraum, aber die Flanke, die kam nicht gut genug. Ab auf die linke Seite. Da tankt er sich durch. Raus auf die linke Bahn. So jagt man heute den Ball. Er könnte zum Tor ziehen. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. Er hat ihn einfach stehen lassen. Er hat aber was da Auge.
Johansen. Ab auf die linke Seite. Ich weiß, dass er zieht. Aber hier muss er sich eingestehen, dass ihm sein Gegenspieler den Schneid abgekauft hat. Johansen. Den hat er. Er zieht in Richtung Tor. Ecke. Das ist die Gefähr. Er trifft. Damit ist alles wieder offen. Die Koordinaten dieser Partie sind neu gestellt. Es steht unentschieden. Und die große Frage jetzt, wer von den beiden will den Sieg? Wer von den beiden ist mit dem Unentschieden zufrieden? Und die Flanke von Salah. Nimmt den Ball Volley. Und der Keeper kommt noch an. Das war die einzige Möglichkeit. Gewaltschuss aus der Distanz. Ja, warum? Sensationell reagiert. Und der Torwart hat ihn. Da hat er sich selbst in Schwierigkeiten gebracht, aber schlussendlich hat er die Situation dann doch noch gelöst. Der Torhüter haut ihn weit raus. Mbappé. Jetzt sprintet er mit dem Ball. Er ist Mutterseelen allein durch. Nur noch einer vor ihm. Die Riesengelegenheit. Das kannst du keinem erklären. Johansen. Und er macht sich den Weg frei. Das war so wichtig, ansonsten wäre er durch gewesen. Ja, da wäre schon ein bisschen mehr drin gewesen, wenn er mal den Kopf hochgenommen und auf seine Mitspieler geguckt hätte. Und weg ist er. Perfekt antizipiert. In solchen Momenten sind technische Schwächen besonders bitter oder besonders willkommen. Je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Ja, und so ein bisschen tut er mir leid. Er macht es ja schließlich nicht absichtlich. Das war einfach nur Pech für Mbappé. Es geht über die rechte Seite. Er hat ihn einfach stehen lassen. Hier ist Johansen. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist das Ballhalten, Geduld bewahren und, wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Er zieht in Richtung Tor. Ja, und damit verhindert er den Gegentreffer. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Johansen. Raus auf die linke Bahn. Und weg ist er. Die Tür ist sperrangelweit offen. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Er zieht in Richtung Tor. Mbappé! Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ballhalten, Geduld bewahren und, wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Aber sowas von deutlich, das ist Freistoß. Und jetzt zitiert ihn der Schiedsrichter.
Gut möglich, dass das ihr letzter Angriff ist. Den müssen sie sauber zu Ende spielen. Richtig gutes Spiel des Torhüters. Und da ist der Schlusspfiff. Die Partie endet unentschieden und es war, weiß Gott, kein so schlechtes Fußballspiel, aber eben auch eines ohne Sieger. Hansi, ein bisschen Zeit haben wir noch, also schnell ein paar Worte. Willkommen, liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei sind. Die Rahmenbedingungen hier, die sind ideal. Der Platz in einem super Zustand, das miteinander spielt. Also richtig mit angenehmen Temperaturen. Blauer Himmel, die Sonne scheint und in Kürze, da soll Kopfball. Ein tolles Tor. Fantastisch von Mbappé. Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akteur in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft und sie haben es ganz früh erzielt. Durch ihn. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Sehr viel besser kann man nicht aus den Startlöchern kommen. Immobile. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Dieses Balltreiben, das gefällt mir. Was er wohl als nächstes vorhat. Mohamed Salah. Er bringt die... Er steht in der Luft. Hat den Ball nicht richtig kontrolliert. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Hier ist Immobile. Modric. Es geht über die rechte Seite. Und weg ist er. Das kostet Kraft. Aber astrein vom Ball getrennt. Ich weiß, dass er nur ungern den Kürzeren zieht. Aber hier muss er sich eingestehen, dass ihm sein Gegenspieler den Schneid abgekauft hat. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab es einfach kein Durchkommen. Er zieht in Richtung Stark. Da ist es passiert. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. Genau so haben sie es im Training einstudiert. Und genau so auch im Spiel umgesetzt. Sie haben in dieser Situation, warum auch immer, die Lufthoheit. Und sie nutzen sie aus. Und damit steht fest, Doppelpacker. Dieses 2:0 ist schon sehr komfortabel. Das ist jetzt ein ganz anderes Spiel. Die Mannschaft, die hier vorne liegt, hat alles im Griff. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Und die Flanke. Und er ist in der Luft. So ein bisschen fehlt ihm das richtige Timing hier. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Immobile. Ab auf die linke Seite. Er
Er versucht's alleine. Da kann er sich lösen. Jetzt sprintet, nutze die Chance. Ab nach vorn und hoffen. Loftus-Cheek. Gutes Stellungsspiel. Und jetzt schießt er. Und wieder ist der Keeper zur Stelle. Jetzt könnte was gehen. Toll gelöst. Mbappé. Lattentreffer. Ruben Loftus-Cheek. Er hat ihn einfach stehen lassen. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Loftus-Cheek in einer für ihn ganz undankbaren Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Daraus was zu machen, das ist schwierig, vor allem wenn... Stefan Delfring Hat seinen Gegner klar erwischt. Er zieht in Richtung Tor. Jetzt und noch eins. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das nochmal nehmen lassen. Mbappé. In Ballbesitz, und wenn der die Kugel hat, dann herrscht Alarmstufe Rot. Dann macht er mit dem Ball und mit dem Gegner, was er will. So wie hier. Und er macht das Tor. Der Hattrick ist perfekt. Das ist für ihn heute schlicht und einfach der perfekte Tag. Damit also steht's 3:0. Silva. Mit einer ganz starken Aktion. Wenn er hier durchgekommen wäre, das hätte ein tolles Tor werden können. Okay, er ist derjenige, der die Chance vergibt, aber seine Mannschaftskameraden müssen sich natürlich die Frage gefallen lassen. Warum helft ihr ihm nicht? Hier ist Immobile. Ehrlich gesagt hätte ich mir auch nur schwer vorstellen können, dass daraus tatsächlich was wird. Und weg ist er. Loftus-Cheek. Und der kommt durch. Modric. So, und nun ist Pause. Durchatmen. Barcelona. In bestechender Form. Eigentlich ist das Spiel entschieden. Sie dürfen jetzt nur nicht nachlässig werden. 3 Treffer trennen also beide Mannschaften. Das wird eine Herkulesaufgabe, das aufzuholen. Und es geht weiter. Barcelona Zeigt in der zweiten Hälfte eine neue Ausrichtung. Schauen wir einmal, ob das funktioniert. Und der Konter läuft. Er zieht in Richtung Tor. Und er schießt. Modric. Er hat ihn einfach stehen lassen. Jetzt. Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Hier spielt nur eine Mannschaft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wird es zweistellig?
Und da steht die ganze Hintermannschaft wie die Statisten. Sie schauen zu, wie er seine Fußballkunst zelebriert mit diesem Traumdribbling. Das ist hier langsam ein Spiel zwischen Männern und Jungen. Da tankt er sich durch. Schöne, entschlossene Offensivaktion. Aber die Verteidigung hat gut aufgepasst. Er wollte es alleine machen, er hätte es besser nicht allein gemacht. Immobile. Ab in den 16er damit. Uns stellt sich natürlich die Frage, hat der Trainer ihn das so mit auf den Weg gegeben? Hat er gesagt, Immobile, er sitzt. Sie hatten doch den Ball, sie hätten das Spiel beruhigen können, sie hätten in Ruhe aufbauen können. Stattdessen der Ballverlust und dann die Strafe, die auf dem Fuße folgt. Also mehr als ein Strohfeuerchen ist das noch nicht. Er zieht in Richtung Tor. Riese, sensationell, das ist ein klasse Treffer. Also so einfach hat das wirklich selten. Da dürfte er sich selbst gewundert haben. Ups, wieso habe ich denn hier mitten im 16-Meter-Raum alle Freiheit der Welt? Oh je, jetzt wird's richtig bitter. Stefan Devry mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Modric Sucht seinen Mitspieler. Gut gespielt und schau an, der Verteidiger kann auch offensiv. Und weg ist er. Jetzt ist er drin. Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Also man muss schon sagen, das wird alles einstudiert. Das haben sie im Training mit Sicherheit immer wieder genauso versucht. Er verschafft sich den Freiraum im 16-Meter-Raum, bekommt den Ball und macht das Tor. Respekt davor, dass sie immer noch dran glauben, das Spiel hier zu drehen. Gute Ballzirkulation, was wohl als nächstes kommt. Er zieht in Richtung Tor. Da ist die Chance. Drin das Ding. Das ist schon merkwürdig. So viele stellen sich ihm entgegen, aber wenn er einen guten Tag erwischt hat, dann kannst du ihn nicht bremsen. Sie setzen hier noch einen drauf. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Modric. Hier ist Immobile. Ruben Loftus-Cheek. Physisch enorm präsent. Pastore. Schon läuft der Gegenangriff. Da geht er durch. Nur noch das 1 gegen 1. Mohamed Salah. Und er geht vorbei. Auf den müssen sie aufpassen. Kaum einer dribbelt so schön, so stark, so effektiv wie er, aber er lässt die Chance liegen. Ja, guter Ball. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Das ist die Riesenchance. Nur noch der Keeper. Abiati hat hier sehr gut dagegen gehalten. Fußball ist ja bekanntlich auch ein Kontaktsport. Er hat ihn einfach stehen lassen. Silva. Er zieht Und drin ist er. Jawohl, immer drauf auf die 12. Das tut einem als neutralem Beobachter ja regelrecht weh. Die werden auseinandergenommen und in ihre Einzelteile zerlegt. Jetzt gibt es einen richtig schönen Streifen hier. Das war so wichtig, ansonsten wäre er durch gewesen. Er vergibt die Möglichkeit, aber seien wir fair, er hatte keine Anspielstation, er musste es alleine versuchen.
Silva. Gute Parade. Da haut er einfach mal drauf, das hätte was werden können. Ball im Seitenaus, Einwurf. Modric. Mohamed Salah. Jetzt ist Übersicht gefragt. Er zieht in Richtung Tor. Nur noch der Tor. Schießt ihn aufs Treffer. Versenkt. Das ist doch kein Fußball mehr. Das ist eine Vorführung. Das ist eine 5-Sterne-Demontage. Ich empfinde schon fast so etwas wie Mitleid. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Er hat ihn einfach stehen lassen. Er hält drauf. Das ist das Tor des Jahres. Ich verspreche es euch. Das ist der Alleingang in seiner allerschönsten Ausprägung. Schöner kann man das nicht machen. Also bestenfalls gibt es dafür ein Fleißgeld. Falcao. Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Na klar, der nächste Stich mitten rein. Heiliger Himmel, die werden hier ja regelrecht geschreddert. An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Wenn es hier am Ende eine Niederlage gibt, dann muss der Trainer das Ganze auch auf seine Kappe nehmen. Abpfiff, das Spiel ist beendet. Das war ein beeindruckender Sieg. Die Stürmer konnten heute machen, was sie wollten. Hansi Küpper. Sie haben ein frühes Tor gemacht, die Fans haben auf den Sieg gehofft und am Ende wurden sie nicht enttäuscht. Das war unser Live-Bericht. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Hansi Küpper. Dankeschön, Marco.
Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde, Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gleich gegenüberstehen werden. Die Aufstellungen, die kommen auch gleich, aber warum sage ich das Fußballherz und was willst du mehr? Naja, schauen Sie mal in den Himmel. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Der ganze Stolz einer Region. Einfach beeindruckend im Camp Nou. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Es gibt sicher viele große Namen in beiden Teams. Wenn du dir aber einen aussuchen müsstest, Hansi, wer wäre das? Naja, also die Frage ist ja fast schon unfair. Da steht Lionel Messi auf dem Platz und ich soll allen Ernstes sagen, irgendjemand anders könnte der Schlüsselspieler werden. Mache ich nicht. Ja, er ist auf jeden Fall der Hoffnungsträger seines Teams. Er zieht in Richtung Tor. Ayu. Oh, die stehen da hin. Vertrauen. Das sah schon nach Foulspiel aus. Ja, der Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Sie holen sich schon echt früh die erste Karte ab. Er treibt das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Ayu. Jetzt muss er flanken. Das Ding kommt flach. Einfach mal rausgedroschen. Der Club hat zuletzt viel investiert, aber irgendwie, Hansi, geht mir die Geschlossenheit ab im Team. Würdest du das auch so beurteilen? Hochkarätige Spieler kann man kaufen, eine funktionierende Mannschaft nicht. Und genau diese Erfahrung macht der Verein im Moment. Mbappé. Mbappé mit der Hereingabe. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Vollkommen richtige Entscheidung. Das ist eine gelbe Karte. Barcelona schon mit zweimal gelb. Ein langer Abschlag vom Keeper. Jetzt springt nur noch der Torwart. Jetzt aber Das erste Tor. Jetzt also beginnt dieses Spiel endgültig. Mbappé. In Ballbesitz und wenn der die Kugel hat, dann herrscht Alarmstufe Rot. Dann macht er mit dem Ball und mit dem Gegner, was er will. So wie hier. Und er macht das Tor. Barcelona geht in Führung 1:0. Mal sehen, ob sie jetzt auch die Konzentration haben, diese Führung zu verteidigen. Mohamed Salah. Und die Flanke mit der Stirn. So ein bisschen fehlt ihm das richtige Timing hier. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Ayu durchkreuzt die Pläne des Gegners. Mbappé. Liverpool Schickt seine Außenverteidiger jetzt weit nach vorn, sowohl beim Angriff als auch in der Defensive zum Zustellen der Flügel.
Okay, habe ich schon soweit irgendwie verstanden. Also damit wollen Sie die Offensive des Gegners erst gar nicht aufkommen lassen. Ganz genau das. Und dafür greifen sie so früh wie möglich an, damit der Gegner gar nicht erst in einen gefährlichen Bereich vordringen und flanken kann. Mbappé. Jetzt könnte was gehen. Da tankt er sich durch. FC Liverpool. Hat hier großes Glück gehabt. Da müssen sie aufpassen. Ein ganz wichtiges Tackling. Normalerweise macht man sowas nicht in Unterzahl, aber hier war es definitiv die einzige Option. Flanke von David Silva. Rafinha. Und der Konter läuft. Hier ist Messi. Rafinha. Er geht zum Torhüter. Der Torhüter haut ihn weit raus. Ganz simpel, einfach nach vorne. Und die Abseitsfalle schnappt zu. Langer Abschlag vom Keeper. Messi. Adama Traoré. Die Chance, das muss es sein. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Hier ist Ayew. Ab auf die linke Seite. Er hat ihn einfach stehen lassen. Mbappé. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand. Den hat er. Und weg ist er. Der muss sitzen. Nutze die Chance. Netter Versuch und damit endet die erste Spielhälfte. Eine kompakte Mannschaftsleistung, defensiv wie offensiv, und dafür wurde das Team belohnt. 1:0, nur ein Tor trennt beide Mannschaften. Hälfte 2 läuft schon. Barcelona muss sich jetzt natürlich entscheiden, nachlegen und auf die Entscheidung drängen oder auf Halten spielen. Das könnte natürlich ein Spiel mit dem Feuer sein. Mbappé. Ehrlich gesagt hätte ich mir auch nur schwer vorstellen können, dass daraus tatsächlich was wird. Er hat ihn einfach stehen lassen. Das könnte was werden. Ganz knapp am Tor vorbei. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch. Stefan de Vrij holt ihn sich wieder. Da geht er durch. Er ist auf und davon. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Er zieht in Richtung Tor. Ui, das ist eine Chance. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Mohamed Salah. Und weg ist er.
Mbappé. Mbappé. Das ist das Tor des Jahres, ich verspreche es euch. Sie spielen sich schon in einen kleinen Rausch. Sie hatten doch den Ball. Sie hätten das Spiel beruhigen können. Sie hätten in Ruhe aufbauen können. Stattdessen der Ballverlust. Und dann die Strafe, die auf dem Fuße folgt. In der Seitenlinie ist Betrieb und alles muss bei den Offiziellen seine Richtigkeit haben. Genau so musste der Trainer reagieren. Der hatte ja schon die gelbe. Und damit steht's 2:0. Sie haben durch das zweite Tor zusätzlich an Dominanz und Selbstvertrauen gewonnen. Jetzt müssen sie das Ding... Pastore. Gut gehalten vom Torhüter. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Pastore. Volles Risiko. Schöne Aktion trotzdem. Ganz stark. Und ich lege mich einfach mal fest, wenn der reingegangen wäre, dann hätten wir hier und heute nicht nur das Tor des Monats, wir hätten das Tor des Jahres gesehen. Mbappé. Gut gemacht. Damit hat er ihnen einiges an Ärger erspart. Rafinha. Schon läuft der Gegenangriff. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Jetzt ist was möglich. Er hat ihn einfach stehen lassen. Und die Flanke, ein Kopfball. Gut rausgespielt, aber da hätte mehr bei rumkommen können. Liverpool auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Mbappé. Er streckt sich und kommt an die Kugel ran. FC Liverpool mit einem weiteren Wechsel gleich. Mbappé Im Vollsprint auf der Außenbahn. Das ist nicht von dieser Welt. Adama Traoré. Darf stark angesetzt zum Kopfball. Der Schiedsrichter gibt Eckball. FC Liverpool Scheint hier aber das Zentrum ganz schön zuzumachen. Also die haben definitiv großen Respekt vor den Flanken und deswegen wollen sie. Er versucht's. und noch eins. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das noch mal nehmen lassen. Die ganze Hintermannschaft, wie die Statisten, sie schauen zu, wie er seine Fußballkunst zelebriert mit diesem Traumdribbling. Neuer Spielstand 3:0. Hier ist Messi. Er treibt den Ball durch. Messi. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Mohamed Salah. Und weg ist er. Probiert's. Gerade noch so geklärt. Da kann er sich lösen. Hier ist Messi. Mbappé. Er zieht in Richtung Tor. Pastore. Rüber, nach rechts. Versucht die Gasse zu finden. Jetzt ist Übersicht gefragt. Mbappé. Und weg ist er.
Mbappé. Hier ist Messi. Er zieht in Richtung Tor. Messi. Die Tür, Messi. Am Tor vorbei. Die lassen da aber auch gar nichts durch. Pastor. Spielt den Ball nach rechts. Lieber zurück zum Goalie. Der Torhüter haut ihn weit raus. Den Ball weit rausgehauen. Da war ein Pfiff, wahrscheinlich abseits. Der Referee pfeift ab und damit ist das Spiel beendet. Was war das bitte schön für eine Vorführung heute? Ein Tor schöner als das andere. Der Gegner hatte heute nichts zu melden. So, Hansi, deine Einschätzung zur Partie. Und dieser Sieg ging natürlich auch auf die Defensive. Sie haben mal wieder die Gegentorlosigkeit geschafft. Das war's von uns. Danke für deine treffenden Analysen, Hansi. Immer wieder gern, Marco.
Ich liebe ja solche Partien. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Abendspiel, das Flutlicht ist angeknipst und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen. Der Rasen in einem idealen Zustand. Die Mannschaften, soweit wir das schon mitbekommen haben, haben keinerlei personelle Probleme. Bis die Aufstellungen kommen, dauert es noch etwas. Deswegen tauchen wir ein in diese wunderbare Kulisse, in diese wunderbare Stimmung. Immer wieder Gänsehautmomente im Camp Nou. Das Spiel läuft. Was denkst du, Hansi? Wer wird hier das Heft in die Hand nehmen? Er ist einer der gefragtesten Spieler der Welt und das völlig zu Recht. Wenn du als Angreifer so viel Qualität hast wie Neymar, dann kannst du jedes Spiel entscheiden. Definitiv. Die Abwehr, die wird großen Respekt haben vor ihm. Hier ist Cavani. Mbappé. Ein schräges Team irgendwie. In der Aufstellung finden sich so tolle Namen, aber die Spieler harmonieren nicht miteinander. Woran mag das liegen? Hochkarätige Spieler kann man kaufen, eine funktionierende. Die Chance. Ja, der war wichtig. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Der Torhüter ist zu stellen. Meunier. Mbappé. Er nimmt den weiten Weg. Und die Flanke. Der Befreiungsschlag. Und er schießt. Das wird nichts. Weit vorbei. Okay. Seien wir mal ehrlich, nicht so richtig vielversprechend. Hier ist Cavani. Draxler. Paris Saint-Germain Schickt seine Außenverteidiger jetzt weit nach vorn, sowohl beim Angriff als auch in der Defensive zum Zustellen der Flügel. Okay, habe ich schon soweit irgendwie verstanden. Also damit wollen Sie die Offensive des Gegners erst gar nicht aufkommen lassen. Ganz genau das, und dafür greifen sie so früh wie möglich an, damit der Gegner gar nicht erst in einen gefährlichen Bereich vordringen und flanken kann. Thiago Silva. Di Maria drischt ihn einfach nach vorn. Er zieht in Richtung Tor. Jetzt versucht er Raum zu gewinnen. Da steigt er hoch. Meunier. Wie heißt es doch so schön, das Runde muss ins Eckige. Aber bisher hat noch keine der beiden Mannschaften diese berühmte Fußballphrase beherzigt. Cavani gibt einfach nie auf. Diesmal haben sie ihn aufgehalten. Ich bin mir aber sicher, dass er es bei der nächsten Gelegenheit wieder versucht. Silva! Am Tor vorbei. Da haut er einfach mal drauf, das hätte was werden können. Cavani. Ja, das macht er gut. Mit sehr viel Routine, ganz abgebrüht. Pastore. Ah, dieses Balltreiben, das gefällt mir. Was er wohl als nächstes vorhat. Raus auf die linke Bahn. Silva. Und die Flanke zum langen Pfosten. Und da ist er. Er hält drauf. Das war knapp. Gut gemacht. Ein ganz klein wenig verzogen, wirklich Pech gehabt. Hier ist Cavani. Und weg ist er.
Cavani. Mit einer ganz starken Aktion. Wenn er hier durchgekommen wäre, das hätte ein tolles Tor werden können. Er wollte es alleine machen, er hätte es. Mbappé! Da hätte er sein Solo veredeln können. Wie alleine man schon ins Stadion gehen sollte, er gehört mit seinen Dribbelkünsten ganz ohne jeden Zweifel dazu. Cavani spielt den Ball nach rechts. Er hat ihn einfach stehen lassen. Mbappé! Ein ganz unangenehmer Ball für den Mann im Tor. Bernat gibt auf der linken Flanke richtig Gas. Der kommt tatsächlich durch. Er zieht in Richtung Tor. Ab auf die linke Seite. Aber astrein vom Ball getrennt. Langer Abschlag vom Keeper. Was der für einen Druck auf der linken Seite entwickelt. Und er ist immer noch am Ball. Und weg ist er. Ab in den... Es steht Tor! Neue Situation durch diese Aktion kurz vor der Pause. Er trifft. Auf ihn ist wieder einmal Verlass. Er ist ein Führungsspieler. Und jetzt können wir mal gespannt hinschauen, wie die Mannschaft im zweiten Durchgang auftritt mit dieser Führung im Rücken. Das ist schulbuchmäßig. Von der Flanke bis zum Tor. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Lehrbuch. Er bringt sich in Position. Jetzt, er trifft. Ganz starke Leistung. Und wenn du mich fragst, wer wird das Ding hier am Ende gewinnen, dann ist im Moment... Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. So, wir stehen bei 1:1 und wollen mal gucken, was die Partie noch für uns bereithält. Paris Saint-Germain stößt an zur zweiten Hälfte. Barcelona hat doch gut gespielt. Sie hat halt ihre Chancen nicht genutzt. Sie muss im zweiten Durchgang auf diesem Niveau weitermachen, aber sie muss auf höherem Niveau einnetzen. Er sitzt. Oh, okay, Tor zählt nicht. Das Spiel läuft weiter. Die Fahne des Linienrichters kam sehr spät, aber eben nicht zu spät. Auch der Unparteiische hat etwas gebraucht, um das zu realisieren. Aber sie lagen richtig. Der wird also nicht zählen. Das Spiel geht weiter. Und die Flanke von Stark. Wie großartig ist dieser Treffer. Sensationell von David Silva. Es gibt Momente, da brauchst du einfach Spieler wie ihn. Die zweite Halbzeit hat gerade angefangen und er macht's. Eine millimetergenaue Flanke. Perfekt verarbeitet. Sie haben in dieser Situation, warum auch immer, die Lufthoheit und sie nutzen sie aus. Genau darauf haben wir gewartet. Di Maria. Neymar. Cavani. Mbappé. Den hat er. Er zieht in Richtung Tor. Jetzt kann er zum Abschluss. Jetzt der Treffer. Versenkt. Was für ein Spiel. Das macht so richtig Bock. Meunier in Ballbesitz. Und wenn der die Kugel hat, dann herrscht Alarmstufe Rot. Dann macht er mit dem Ball und mit dem Gegner, was er will. So wie hier. Und er macht das Tor.
Damit ist alles wieder offen. Der Ausgleich, ein neuer Stand der Dinge. Und ich bin schon gespannt, wie die beiden Mannschaften, wenn sie sich erstmal auf diese neue Situation eingestellt haben, reagieren werden. Nutze die Chance. Also so wie die sich da zusammenballen im 16-Meter-Raum, kann ich mir nur die Frage stellen, wer hat denn da wohl Angst vorm Flankengott? Ich kenne das nur mit schwarzem Mann, aber gut, auf jeden Fall das Zentrum, da knubbelt es sich mal richtig. Also deutlicher kann man das kaum signalisieren. Wir haben Angst vor euren Flanken, aber na gut. Solange es funktioniert, haben sie natürlich alles richtig gemacht. Bin aber mal gespannt, wie lange der Gegner braucht, um aufgenommen. Und jetzt, da ist es passiert. Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Da dürfte er sich selbst gewundert haben. Ups, wieso habe ich denn hier mitten im 16-Meter-Raum alle Freiheit der Welt? Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Ja, und diesen Wechsel, den haben wir schon so erwartet. Der Torschütze wird jetzt vom Feld genommen. Er geht vom Platz und Sie hören es. Es gibt eine Menge Applaus für ihn. Die Fans sind einverstanden mit dem, was er heute angeboten hat. Das ist die Führung. Thiago Silva. Neymar. Hier ist Cavani. Er hat ihn einfach stehen. Das ist die Riesenchance. Nur noch der Keeper. Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Immer mutig nach vorn. Das ist die richtige Devise. Das sehe ich ganz genauso. Mbappé. Cavani. Er zieht in Richtung Tor. Schöne, entschlossene Offensivaktion. Aber die Verteidigung hat gut aufgepasst. Das wird gefährlich. Okay, der Ball ist nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie das ein oder andere Mal so zum Abschluss kommen dürfen, dann machen sie ihn irgendwann rein. Er ist auf und davon. Und ein Schuss. Der Ball ist im Netz. Eine 2-Tore-Führung, das ist komfortabel. Barcelona hat die Situation sofort erkannt nach diesem schlampigen Pass. Die Balleroberung, das schnelle Umschalten, der schulmäßige Konter und ein schönes Tor. Der Hattrick ist perfekt. Er macht sein drittes Tor am heutigen Tage. Warum auch immer, sie finden kein Gegenmittel gegen ihn. Mbappé Und noch ein Tor. Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Und da steht die ganze Hintermannschaft wie die Statisten. Sie schauen zu, wie er seine Fußballkunst zelebriert mit diesem Traumdribbling. Das nenne ich mal einen Arbeitsnachweis. 4 Tore in einem Spiel. Inzwischen ist es eine 3-Tore-Führung. Raus auf die linke Bahn. Und der kommt durch. Hier ist Neymar. Und weg ist er. Das Ding kommt flach. Er schießt. Einfach mal lang nach vorn. Meunier. Toll ausgelegt. Das Ab in Richtung Tor. Paris hat Der ist ein super Tor. Courtois war blitzschnell zur Stelle, aber beim Nachschuss konnte er nichts machen. Er hat das Tor gemacht mit aller dankenswertester Unterstützung des Keepers. Der legt ihm den Ball auf und er hat nicht abgeschaltet, er hat nachgesetzt, er macht das Ding rein. Mbappé. Viel zu weit am Tor vorbei. Er weiß, dass er aus der Distanz... Mohamed Salah. Dieser Gesichtsausdruck, das ist schon Quälerei. Das Bein, das sieht nicht so super aus. Ja, er läuft schon die ganze Zeit irgendwie nicht mehr richtig rund. Ja, so kennt man ihn. Der beißt sich durch.
Zeit für neues Personal. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Cavani. Hier ist Neymar. Ist körperlich einfach unterlegen. Gutes Stellungsspiel. Sie bringen jetzt ihren letzten Einwechselspieler. Der Spieler läuft zu den Zuschauern, Standing Ovations, und schauen Sie mal, wie er diese Aufmerksamkeit der Fans auch genießt. Was für ein Moment. Der Mega-Torschütze verlässt das Spielfeld. Und er bekommt, schauen Sie auf die Ränge, hochverdient seinen Abgang. Er hat ihn einfach stehen lassen. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Er zieht in Richtung Tor. Er bringt die Flanke. Das ist sensationell. Das ist ein klasse Treffer. Perfekt platziert. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment. Und sehr viel besser hätte er sich bei seinem Trainer für die Einwechslung nicht bedanken können. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Sein Joker kam, sah und traf. Damit ist die Führung auf 3 Tore angewachsen. Der Schusspfiff geht im Jubel der Zuschauer hier fast unter. Die Tormaschine lief auf Hochtouren. Die gegnerische Abwehr war nie in der Lage, sie zu stoppen. Hansi, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also schnell ein paar Worte von dir zu diesem Spiel. Eins steht jetzt schon fest, sie können weiter in Ruhe arbeiten, denn sie haben dieses Spiel gewonnen.
Well, we're just about ready to go here in what should be an intriguing game in conditions which may prove testing. There are plenty of talking points around this game, but not the least of them is the snow that we have had. There were concerns that it could cause the match to be called off. I'm glad to report that hasn't been the case. The pitch has been well cleared, but the conditions will certainly add an extra dimension to... Mbappe! Goal! And some of the best managers I played for insisted on starting games as you mean to go on. And we've just seen a very important opening goal from an extremely talented individual who looks primed for more. He really does look at it. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Barcelona go ahead, 1 goal to the good. And he's on his way! Fry gets it back. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Oh, brilliant stop from Courtois! Oh, the keeper's done ever so well. Well, as tests go, Peter, the keeper has just received an A+ grade. Going through, hit into the middle. It's Silva! That really should have hit the net. Do I really need to tell you, Peter, that he has to do better, especially from there? Great strength, too strong for his opponent. Over to the left. Now it's Philippe Coutinho. He's got away. Well, the defence got the better of him this time, but I'm sure he'll go again. And he's surging through. Mbappe! What about it? And already they're looking to run away with it. Oh, look, it's always great to see a solo effort with a goal. It's the ideal combination of pace and control. Barcelona grab a couple of goals without reply. It's 2-0. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Fry battles to win it back. Fry with a good steal, well played. He's left his man. Mbappe. Towering header. Oh, nearly, but nearly is nothing. A more than decent attempt, Peter. And he's made certain that won't get through. He's got away. Silva turns and goes back. It's Salah! He's got away with one there. And it's Thiago. He's got away. Philippe Coutinho. Going through. Great challenge. Tries to get it forward quickly. Salah. He's got it on the right now. What's on? Played into the middle. Oh, that's an own goal! Oh, it's an unusual turn of events, and it was an honest attempt to help out, and I suppose it can happen to anyone. Fortuitous as it may have been, they all count one. Philippe Coutinho. He's come loose. And it's Thiago. Stuck out a leg for a good challenge. Aimed long and direct. Could move up a gear here. He's left his man. Mbappe. Oh, good stop, it had to be.
Beckham. Bale. Played out to the right. He's got away. Thiago. Plays it out to the flank. He's left his man. Beckham. Played it again. Coutinho. Can he score? Really well taken goal. You've got to say the odds on him missing from there were very slim. Well, I think the keeper has every reason to rip into that defence for allowing him to get into such a good position. So is this the start of a comeback? Salah plays it, hurls himself at it! Brave effort, total commitment. Mbappe may have slightly misjudged the timing, but there was nothing wrong with the intent. Brings it forward. Out wide to the right. Going through. Oh, he's been flattened there. He wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. Salah plays great lead. They are rampant. And they are cruising away. A lovely header, but really it was all about the delivery. Well, as contact goes, he directed exactly where he wanted into that net. I think when it comes to the aerial department, this fella is definitely no slouch. He snaffles his third, and that earns him the match ball. Oh, he's been unstoppable in this match. Every single time he's been in possession, he's looked a threat. Barcelona grab a 3-goal lead. It's just too easy. Plays it over to the other flank. And the first half is done. Well, every time they've gone through the gears, Peter, they've looked like scoring. So provided they can stay well clear of the handbrake, they ought to be completely out of sight fairly soon. Barcelona lead by 3 in a game all about goals. It's so easy on the eye and promises more of the same after the break. And the game has already resumed here. The Frey looking to penetrate opposition lines. And he's on a charge. It's a fine run and he's happy to keep going. And he's going long. Question, that's a foul. I just think it was a cheap foul to give away. Keeper goes long. Plays it out to the wing. Pastore. Forward it goes. He's got away. Silva. Crowd calling for him to shoot. Big chance! No mistake! Over the hills and far away! No catching them now! Well, you know, thinking about that, I think they perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front. And they really commit forward in numbers too. It was all very well drilled. Barcelona totally rampant here. Pastore up to meet it! Oh, he has stuck it into his own net! Well, that wasn't in the script, and you have to feel for him, Peter. It's ended in some embarrassment.
Barcelona got some help from Lady Luck there. They all count. Bale. And it's Coutinho. Philippe Coutinho. He's left his man. Bit of an appeal, but nothing doing. Good determined running there, but one back by the defence. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. Going through. Good challenge, stood up well against his man. Loose ball, who's going to get that? It's coming up for a throw-in. Barcelona can make their change now with a break in play. Chance! Oh, the whistle's gone, what's he given? No, the referee's judged that the offence took place outside the area. Bale! Another chance! Mbappe is now the subject of some adhesive marking. Well, better late than never, Peter, although it may not apply in this case after a hat-trick. He's got away. Can he finish? He's scored! And still they continue with the onslaught. Yeah, by the looks of it, there may be still more to come. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. Well, the instruction from the manager would have been, go on and make yourself a nuisance and see if you can snatch a goal. Mission accomplished. Bale. Going through. Still going. Where to next? He's gone for it! He has done it! Well, surely that completes the demolition if it hadn't occurred already. Listen, when you're on an invitation to improve your goal difference, why ease off? Well, unsurprisingly, Peter, the opposition look completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. He's left his man. Batshuayi. Can he find a... He'll have a dip! And in it goes! This is as ruthless as it gets. It's part of the game, Peter. It has to get ruthless. Sympathy just doesn't play a part. 4 in the game. He is the man. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. That a foul? Yes, the referee's given it. The ball's come loose and the chase is on. Some good work on the right flank. Now, what's next? For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. He's got away. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Coutinho, now the counter, going through. And the finish! In it goes! Well, none of us were exactly sure how that was going to end up then, but I'm delighted to see such a happy ending after such a splendid dribbling run. I mean, he really did fool that defence into wondering what he was going to do next. Mbappe! Back of the net! Well, just another one to add to what has already been an incredible haul.
Well, I think we've gone past humiliation now. This could be doing some real psychological damage. How many more does he want? He's on his way. Now it's Philippe Coutinho. He's got away. Drilled in low. Has a hit! He scores! Finishing doesn't come simpler than that. Bang in front of goal. Yeah, it looks simple, Peter, but it requires intelligent use of space and good understanding to pull it off. Galatasaray playing for pride here. The match surely beyond them. He's left his man. Going through. Silva. Shoots! And that is the last effort of the game. Barcelona, comfortable winners, a virtuoso display, utterly one-sided. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Barcelona simply imposed their strength from start to finish, and this became as predictable as predicted. So that's it for today. Thank you, Jim, and good afternoon all. Well, a very good evening to you on what is pretty close to an ideal evening for football. There is barely a cloud evident. The world and his wife have gone to great lengths to be here for a match of great consequence and massive interest in these parts. Barely a breath of wind, so the football has no excuses for not being at its very best. The teams I know are pumped for this. They are fantastic scenes in the stands. There is a great sense of drama here, a great sense of excitement and expectation. Blue and burgundy wherever you look, hymns ringing loud and proud. This Mbappe! And it's a goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Well, you know, thinking about that, I think they've perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front. And they really commit forward in numbers too. That was all very well drilled. Barcelona take the early advantage. He's away! He's one-on-one! It's Pastore! Good stop, that
wasn't easy. Look, when we talk about decision-making, there's a great example. Strong and decisive. Going through. Drilled it, hits one! He has done it! Well, from right in front of goal, there was no way he was going to miss. Yeah, it looks simple, Peter, but it requires intelligent use of space and good understanding to pull it off. And that has added up. Mbappe! And somehow it stayed out. Cristiano Ronaldo. Great strength, too strong for his opponent. The ball has crossed the line, and it's a throw. It is a very strange team, this. The names on the team sheet are really impressive, but they're just not performing. I wonder why. Well, to me, Peter, it doesn't seem like a happy group. They look as if they need a clear-the-air meeting to sort this out. He's through! It's Mbappe! Another big chance that gets away. Barcelona really are in the ascendancy here, and they know they have to register while that's the case. Mbappe. And it's Mandzukic. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Cristiano Ronaldo. He's left his man. Oh, defence got the better of him this time, but I'm sure he'll go again. Now it's Mandzukic. He's on his way. Now it's Pjanic. Now it's Mandzukic. He's off on a marauding run. Mandzukic with a really impressive run, which nearly went the whole way. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Silva. Silva plays it in. Chiellini knocks it away. Mandzukic, who's made his mark on this game. Now it's Cristiano Ronaldo. He's got away, gets it back. Mbappe. Pjanic. Alexandro. And it's Cristiano Ronaldo. Now it's Matuidi. So midway through the first half, and it is a tight old tie. Ball's loose, who's getting there? Aimed long and direct. And now the breakaway. Mbappe going through. Chance! Mbappe! He's got options in the box if he... Can he finish? It's anyone's ball. And he heaves it forward. He's made sure that that won't get through. Dybala. He's left his man. Pjanic. Matuidi. Now it's Mandzukic. It could be in here. Big chance! Is it in? Battles to win it back. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. And Dybala! It's a carbon copy of their previous miss. Great leap! Another chance! No mistake! And the game is well and truly turned on its head! Well, he was never going to miss from there. Oh, players like this fella almost have a sixth sense to get themselves in such great poaching positions. How quick-minded was that?
his second of the game, and an eye now for the hat-trick. So we have a breakthrough. Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. Cristiano Ronaldo going through. Now it's Mandzukic. Big chance, must be! That's brave goalkeeping, really decisive. And we've reached half-time. So a really good half of football, 3 goals and just one separating them. And we are up to the break. Oh, what a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. And we're underway again. Barcelona need to get the balance right to sort this out. Ambition must be complemented by just the right amount of caution, and I think the more experienced players... He'll have a dip! He's scored! A 2-goal lead, and they're firmly in control. Mandzukic. In with a header! He's done well to get his head on that, but couldn't score. I have to commend the wing play, but I have to condemn the defending. They've got to stop the cross. Good challenge, he just stood firm. And it's Mandzukic. Now it's Matuidi. Mohamed Salah. On the right now, what's on? And that has been clubbed away. Some good work on the right flank. Now, what's next? Just brushed off the ball there. David Silva goes on a charge down the left. And that's one way of trying to make things happen. There's a few who could follow that example. Bentancur went in for a slide tackle and executed it cleanly. Played out to the right. Oh, we don't need to guess that they expect plenty of ball into the box. It's quite a crowd scene in the middle now. Well, it's a situation that requires resilience now and plenty of fighting spirit. It has to be matched. And he just whacks it away. Barcelona get it back again. Oh, he's managed to get himself offside. Szczesny gets it upfield. Fry goes looking. Mbappe. Delivery from him. Can he score? What about it? What about that, Jim Beglin?
It's rarely a problem when that much time is afforded in the penalty box. Nobody sensed where the danger was lurking, and the finish was made a lot easier. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's how you make an impact as a sub. You know, when most are tiring, you can impose a freshness and energy to best effect. What an introduction. Barcelona get themselves back into contention. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now. That's what has to be done now, no question about it. Well, this isn't the time to talk about risks now, Jim, is it? They just have to hurl everything at it and hope for a break. Well, there's no two ways about it. This is what they have to do. Looking to force his way through. Mandzukic. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Last-ditch defending, but that'll do. Corner. Cleared without complication. Barcelona are definitely not going down without a scrap. Their attitude just can't be faulted. Oh, he's broken through. It's a good foot in there. Oh, the ball's face to face with the keeper. Shoots! This is good ball retention, and it should be enough from here, but they want to double their advantage. And he's searching through. Mbappe. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Batshuayi! A reprieve, albeit perhaps momentary. Forward it goes. Mbappe is flagged offside. Well, it remains to be seen whether they can come up with that little bit of class to rescue this situation, and it needs to be any time now, really. And it's Dybala. Bentancur. Mandzukic. Dybala. Mandzukic. And he's away. Mandzukic, just the keeper to beat! And Dybala! And there goes the final whistle. Barcelona have some soul-searching to do here. Having been in apparent control, they have allowed it to slip away. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Barcelona seem to have taken this on with a complacent mentality to just turn up and win. And they deserve the criticism they're going to get. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening.
A very warm welcome to you on this most pleasantly clear evening. As you can see, pre-match formalities and processes, the players coming onto the field for the usual fanfare and handshakes and so on. Conditions absolutely perfect. Temperatures are kind enough. It is an absolute picture under the floodlights here, and the match that follows ought to follow suit. The Camp Nou once again decorated. Up to meet it! It's in! And what a great way to start the game, to spark the game. I mean, the captain has basically triggered a contest that should be even livelier than we anticipated. Get your seatbelts on, this could be rather exciting. Well, you know, thinking about that, I think they've perfected that on the training ground, because it took them seconds to get the ball from back to front, and they really commit forward in numbers too. That was all very well drilled. Mbappe! What about it? They have done it! They have their equaliser! Yeah, looking back at that, that's how you play on the counter. Quick and decisive and ruthless with the finish. I thought it was a stunning, stunning breakaway. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. Now a chance to break. Mbappe. Tings it out wide. He's got away. It's a fine run and he's happy to keep going. Going for goal! It's a very strange team, this. The names on the team sheet are really impressive, but they're just not performing. I wonder why. Well, Peter, they look disjointed and uncertain, and right now there's a lot that needs fixing. Now it's Griezmann. Forward it goes. And now they can launch a counter. No question, that's a foul. That a foul? Yes, the referee's given it. Now it's Mohamed Salah going through. Salah, it's Salah! He's got away with one there. Mohamed Salah certainly made himself a big nuisance in applying the pressure to force the error. And it's Griezmann. Great strength, too strong for his opponent. The Fry looking to penetrate opposition lines. He's left his man. Batshuayi! Good stop, that wasn't easy. The keeper really dug out his defence then, a magnificent effort. Piqué boots it to safety. It is quite a run he's making here. Ball's out on the left now. Going through. Can he shoot? The defence got the better of him this time, but I'm sure he'll go again. Batshuayi. He's on a charge. He's got away. Batshuayi's cross. Barcelona have been pretty good down that left side, you know. Batshuayi clearly looking the key component now with the concentration on width. Barcelona really aren't convincing right now. It has to start in defence. Mbappe has a shot! Oh, and they really should have been made to pay. And now the breakaway. Hector Bellerin. And it's Griezmann. Going through. Mane gets through. Big chance! And in it goes. And again they hit the front. Mane with the smoothest one-on-one finish. He is one very cool customer.
Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. He's made it 2, and no doubt he's hungry for more. Kaiserslautern get themselves into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Salah breaks on here. Now it's Messi. He's left his man out towards the flank. That's one way of trying to make things happen. There's a few who could follow that example. That's sprayed out wide. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. Goes for it! And he comes up trumps again. Hector Bellerin. And the ball's come loose, and the chase is on. And Batshuayi! He is off the hook. Much personal relief. That's what all good teams do these days. Pressing from the front is highly effective. Toni Kroos. Now it's Griezmann. He's off on a marauding run. Fry plays it forward. And it's Salah. And the counter is on. He's one-on-one! Griezmann! A really close shave, and the last action of the first half. So a really good half of football. 3 goals, and just one separating them. Well, we've had plenty to go at. A fragile lead that could quite easily change hands in the second. If you like your football unpredictable, I think you're... Goes for goal! It's there! A 2-goal cushion, and it's looking safe. Mohamed Salah showed real composure then. I mean, how often do you see a player do everything right until he gets into the box, only to completely kind of fluff the finish? Not him. So the lead now is 2. Look, this position ought to convince them to increase their lead. I think they should be really positive about this now, Peter. Kaiserslautern have it back and they can go again. Oh, he's broken through. Messi. And Messi! A potential goal of the season contender, if only. Messi just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Mane. Griezmann. And he's searching through. Over to the left. He's on his way. A chance! Griezmann! Same again, same outcome. Kaiserslautern really putting a few chances together here. Taking one can only add to such good momentum now. And it's been taken straight back. Mohamed Salah. It's a loose ball. And it's Salah. Mohamed Salah. It's it into the mid. Shoots! Not this time. Kaiserslautern can defend those situations better by stopping the crosser at source. Now it's Mohamed Salah. Some good work on the right flank. Now, what's next?
Salah plays it in. And that should be the keeper's. Mane now on a hat-trick. Forward, what does he try from here? He's got away. Great challenge. Griezmann tore at them and just came up short. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. It's Salah! It's in! Back within one! They have them in their sights again! Barcelona are really pouncing on any stray passes in midfield. We're talking seconds from interception to the back of the net. It's counter-attacking heaven. This is threatening to become a really good game. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now. Going through. Mohamed. He's gone for it! He's scored! Oh, given such an open invitation, he was always going to shoot. Well, considering he has a bit of a shoot-on-sight policy, he was the one player that should have been picked up then. It was both careless and costly from where I'm sitting. Heads it! And he's there to make a great save. Well, you can't ask for much more than that. A difficult moment he simply had to deal with. And it's hoisted clear. Now it's Griezmann. Mohamed Salah. He's got away. Mohamed Salah had a really impressive run, which nearly went the whole way. Well, he was thinking about headlines, I'm sure, but he ought to focus more on breaking lines. Good take by the keeper, he's read that well. Could move up a gear here. Looking to shoot! That is wayward. Barcelona are showing good urgency, but they have to place more emphasis on service into the box. Salah. He's left his man. In towards, hits it first time! And somehow he managed to miss it. And he could have eased the pressure on his team by taking them within one of an equaliser. And he just whacks it away. Koulibaly tries to get it forward quickly. He could be in here. Griezmann. Big chance, he'll have a dig, and it's there! And the lead is extended still further. That's always a great sight, you know, on a football pitch. Nimble-footed, showed great balance and a really cool head to finish. And that kind of dribbling is really smart. His second of the game, little doubt, that is a foul. He knew what was coming, that's a yellow card. Now it's Griezmann. Now it's Mane. Now it's Griezmann. Griezmann! In it goes! Over the hills and far away! No catching them now! And that is stunning. Just too hot to handle. Is it just me, or did he make that look very, very easy? That was terrific. Added time is up, and there goes the whistle. Barcelona thoroughly outclassed here. They came up against opponents who were better in all areas. No argument. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department.
Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening.